Hallo, ich bin die Andrea von 10 Talente. Wenn du wissen willst, wie du solche Ohrhänger machen kannst, dann bleib dran. Den ersten 45 cm Faden mittig oben festklemmen. Die anderen 3 45 cm Fäden mit einem doppelten Anker am Trägerfaden befestigen. Ups, ich habe einen roten Faden vergessen. Ich habe schon den zimtfarbenen Faden genommen. Und noch einen Faden in Farbe Holz. Auf der anderen Seite auch ein Faden Zimt und einen Holz. Ab jetzt werden alle Arbeitsschritte auch spiegelbildlich auf der anderen Seite wiederholt, auch wenn ich das nicht extra sage. Wenn man alles richtig gemacht hat beim Anknoten, kann man ja die angeknoteten Fäden auf dem Trägerfaden verschieben und so ganz leicht noch einen zusätzlichen Faden einfügen, wenn man wie ich jetzt gerade einen vergessen hat. Ich verwende bei Anleitungsfilmen gerne unterschiedliche Farben, dann behält man leichter die Orientierung als Zuschauer. Jetzt machst du eine Reihe Rippenknoten nach links, das bedeutet, der Leitfaden geht über alle anderen Fäden und dann machst du mit jedem Knotfaden einen Swimmingpool, legst den Poolfaden oben drüber und springst in den Pool. Und das machst du mit jedem Faden zweimal. Wenn du mich ermutigen willst, weitere Videos zu produzieren, dann lass gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal. Der letzte holzfarbene Faden wird nicht mehr angeknotet.
eine Reihe Rippenknoten nach rechts. Das bedeutet, du legst auch den Swimmingpool nach rechts. Für jeden Faden zweimal. Wenn du nochmal ein Basic-Video über Rippenknoten gucken willst, wo das ganz langsam und mit dicken Fäden erklärt wird, dann habe ich dir hier oben einen Link hingemacht. Der rote Leitfaden biegt jetzt um die Ecke und legt sich über alle anderen Knotfäden. Und du knotest mit diesen Fäden, die von oben kommen, mit jedem einen doppelten Halbschlag auf diesen roten Faden. Wenn du deinen Leitfaden jetzt steil nach unten hältst, hat nachher deine Perle mehr Platz zwischen den Fäden. Die Fäden bilden dann so eine Art Körbchen. Bienenwachs hilft mir sehr beim Auffädeln der Perlen. Jeweils ein Perlenfaden wird auf den roten Leitfaden draufgeknotet mit einem doppelten Halbschlag. Auf den rechten Leitfaden einer und auf den linken einer. Beide Leitfäden jetzt rechts über links zusammenknoten mit einem doppelten Halbschlag. Die 4 mittleren roten Fäden knoten jetzt eine Raute mit 6 Halbschlägen. Die inneren beiden Fäden sind die Leitfäden und die äußeren die Knotfäden. Und man knotet zuerst nach innen, dann nach außen, dann wieder nach innen, immer abwechselnd, bis du 6 Halbschläge gemacht hast auf jeder Seite.
Die beiden Würmchen rechts über links zusammenknoten. Der oberste rote Leitfaden biegt jetzt um die Ecke und legt sich über alle anderen 5 Fäden drüber. Diese 5 Fäden werden nun mit doppelten Halbschlägen auf den roten Faden draufgeknotet. Auf der rechten Seite siehst du schon, wie das aussehen soll, weil ich beim Filmen einen Fehler gemacht habe. Deswegen ist die rechte Seite schon fertig. Wenn du nicht weißt, wie man diese abwechselnden Halbschläge macht, habe ich dir hier oben ein Video verlinkt. Es werden 7 Halbschläge auf den gleichen Leitfaden gemacht, also der Leitfaden muss dazu um die Ecke biegen. Jetzt soll dieses Würmchen einen kleinen Bogen machen. Dazu steckst du eine Nadel neben dieses Würmchen, dass du einen Widerstand hast. Du ziehst den Würmchenleitfaden nach oben und knotest den nächsten Faden drauf mit einem doppelten Halbschlag. Jetzt wird der rote Faden, der bisher Leitfaden war, zum Knotfaden und knotet auf den nächsten oberen Faden einen doppelten Halbschlag drauf. Dieser neue zimtfarbene Leitfaden biegt jetzt um die Ecke und die nächsten beiden Fäden werden drauf geknotet. Dann kommt um diesen Leitfaden auch noch ein Würmchen, das mit 6 Halbschlägen drumherum geknotet wird. Dieser zimtfarbene Leitfaden wird jetzt zum Knotfaden und knotet um diese beiden roten Fäden einen doppelten Halbschlag herum. Diese roten Fäden, die aus der Raute herauskommen.
Der Knoten, den ich hier gemacht habe, sorgt, wenn man ihn so früh macht, eher für Verwirrung. Deswegen lass den lieber weg und mach ihn erst später. Wenn du Halbschläge nach oben machst, ist das immer ein bisschen unbequem zu arbeiten und du musst jedes Mal die Hand wechseln. Statt dem Halbschlag nach oben kannst du auch den Iglu-Knoten machen. Du legst also einen Iglu und kommst mit deinem Faden von hinten durch den Iglu vorne heraus. Das Ergebnis ist genau das gleiche, wie wenn du nach oben einen Halbschlag knotest. Du musst insgesamt 14 Halbschläge machen. Der zimtfarbene Leitfaden des Würmchens wird jetzt zum Knotfaden und knotet um die 3 nächsten roten Fäden drumherum mit einem doppelten Halbschlag. Den verwirrenden Knoten, den ich vorhin zu früh gemacht habe, mache ich jetzt nochmal auf. Ein Iglu und vorne rauskommen. Insgesamt 24 abwechselnde Halbschläge machen. Das Würmchen wird dieses Mal unten befestigt, indem der Würmchen-Leitfaden bleibt und die 3 roten Fäden doppelte Halbschläge auf diesen Leitfaden machen. Dann wird dieser holzfarbene Leitfaden zum Knotfaden
und knotet auf den zimtfarbenen Faden, der von oben herunterkommt, einen vertikalen doppelten Halbschlag. Der innere rote Faden bleibt Leitfaden und der nächstäußere knotet einen doppelten Halbschlag drumherum. Dann biegt der Leitfaden um die Ecke und der rote knotet nochmal drumherum, aber dieses Mal nach außen. Das gleiche auf der anderen Seite. Die innersten beiden Fäden kreuzen jetzt rechts über links und machen einen doppelten Halbschlag. Die nächsten beiden Fäden werden auch noch auf diesen Leitfaden drauf geknotet. Dann geht dieser Leitfaden um die Ecke und der holzfarbene Faden knotet nochmal einen doppelten Halbschlag, aber diesmal nach außen. Der rote Leitfaden wird jetzt heruntergeholt und parallel gelegt zur inneren Reihe und mit dem holzfarbenen Faden ebenfalls umknotet. Auf die inneren beiden Fäden fädelst du eine Perle drauf. Mit den inneren beiden Leitfäden und den Fäden, die aus der Perle kommen, wird jetzt die Raute um die Perle herum vervollständigt. Danach machst du eine äußere Reihe um diese Perle herum mit den roten Leitfäden.
An dieser Stelle mache ich einen Reverse Knot oder einen Zentralknoten, weil der symmetrisch ist. Dazu lege ich wieder einen Iglu und komme zum Iglu-Eingang heraus. Das gleiche noch einmal. Mit den beiden oberen, äußeren roten Fäden mache ich ein Würmchen mit 8 Halbschlägen. Den Würmchenleitfaden knote ich jetzt auf den nächstuntersten roten Faden mit einem doppelten Halbschlag drauf. Auch den Knotfaden knote ich dann auch auf den gleichen Leitfaden. Ich stecke eine Stecknadel in die Ecke, mein Leitfaden wendet um die Stecknadel herum und ich knote diese kleine Reihe wieder zurück mit diesen 2 Knotfäden. Dann knote ich noch die nächsten 3 Fäden auf diesen roten Leitfaden. Der rote Leitfaden biegt jetzt um die Ecke und der gleiche Knotfaden, mit dem ich gerade geknotet habe, macht einen doppelten Halbschlag. Du siehst jetzt, dass hier eine halbe Raute entsteht. Mit den beiden anderen hellen Fäden mache ich das andere Teil von dieser Raute. Ich knote mit dem oberen um den unteren nach innen und dann biegt auch dieser Leitfaden um die Ecke. Und ich knote mit dem Knotfaden nach außen. Jetzt schließe ich diese Raute links über rechts. Der rechte mittlere rote Leitfaden legt sich über diese beiden hellen und die beiden hellen machen doppelte Halbschläge drauf. Dann nehme ich den rechten roten Leitfaden, lege ihn über den linken und der linke macht jetzt einen doppelten Halbschlag. Das bedeutet, diese äußere Rautenreihe geht um die Ecke.
Jetzt suche ich die untersten 4 Fäden heraus und lege alle anderen aus dem Weg. Ich brauche nur noch die unteren 4. Die beiden roten Leitfäden werden jetzt gekreuzt durch den Ohrhaken gefädelt. Die letzten beiden Rippenknoten mache ich über beide roten Leitfäden. Jetzt ziehe ich an diesen Leitfäden die Schlaufen zusammen. Alle restlichen Fäden kurz abschneiden und verschmoren. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachknüpfen und tschüss, bis zum nächsten Video.